Amaterasu. Die Göttin über Japans Himmelsland trägt die Kraft der Sonne in ihrer Hand. Die Götter Izanami und Izanagi, ihr Mann, formten die Erde und trieben das Leben an. Doch als Izanami den Feuergott Kagutsuchi geboren, brannte er sie so schwer, dass sie ihr Leben verloren. Izanagi litt mächtig, stieg nach Yomi hinab. Dort in der Unterwelt fand er sie in ihrem Grab. Wollte sie wieder ins Leben mitnehmen, doch war es zu spät und er musste entfliehen. Als er den Tage erreicht, reinigte er sich im Fluss. Yomi galt als unrein und die Reinigung war ein Muss. Amaterasu wäscht er als linke Saune heraus, steht für Sonne und Ordnung und strahlt gegen das Chaos. Tsukuyomi, das rechte Auge, steht nun für die Nacht. Susanoo ist die Nase übers Meere, dort wacht Amaterasu, bist der Sonne Kraft, Göttin, die Ernte und Ordnung schafft. Takamagahara, das ist dein Land, Ebene des hohen Himmels genannt. Doch Susanoo, der war voll Zorn, weil er ohne Mutter einst geboren, will zu ihr in die Unterwelt, tobt, weil ihm die Aufgabe als Meeresgott nicht gefällt. Geht zu Amaterasu, sagt auf Wiedersehen, doch sie glaubt ihm nicht, denkt, er will ihr Reich entziehen. Bei einem Wettstreit, Ukei genannt, ihr Misstrauen bald ein Ende fand. Doch Susanoo bleibt im Inneren doch noch empört, hat ihre Webhalle entweiht und Reisfelder zerstört. Amaterasu, bist der Sonne Kraft, Göttin, die Ernte und Ordnung schafft. Takamagahara, das ist dein Land, Ebene des hohen Himmels genannt. Aus Wut und Kummer sich Amaterasu versteckt, in der Höhle Amano-Iwato blieb ihr Licht verdeckt. Doch die Götter lockten sie wieder heraus, dachten sich ein vielschichtiges Ritual dafür aus. Ein Sakaki-Baum mit Stoffstreifen geschmückt, daran Juwelen, mit denen man die Göttin verzückt. Im Spiegel Yata no Kagami sieht sie sich selbst, ihre Neugier wird stärker, als Götterlachen aufhält. Die Göttin Ame-no-Usume tanzt dort auch für sie. Amaterasu schaut heraus, zurückkehren kann sie nie, denn der Gott Ame-no-Tachikarao zieht sie dort fort, und mit einem Shimenawa wird versiegelt der Ort. So kehrt Tageslicht zurück in das Himmelsland. Doch ihr Bruder Susanoo wird aus diesem verbannt. Amaterasu, bist der Sonne Kraft, Göttin, die Ernte und Ordnung schafft. Takamagahara, das ist dein Land, Ebene des hohen Himmels genannt. Einst wollte sie der Speisegöttin Ukemochi reichen die Hand, hat als Gesandten ihren Bruder Tsukuyomi benannt. Das Körperöffnungen schuf sie, Essen auch im Gesicht, doch der Bruder fühlte Abscheu und vergab ihr das nicht. Warf ihr fehlenden Respekt vor und hat sie umgebracht und damit Amaterasus wilden Zorn entfacht. Einen solchen Gott will ich nie wiedersehen, drum sieht man Sonne und Mond nie beieinander stehen. Die Reste Ukemochis brachte sie
verstreut. Ein menschliches Vorbild, obgleich Göttin ist sie, regiert völlig gewaltfrei, eine Waffe nutzt sie nie.